Hallo Leute, wir bauen jetzt dann bei dem Tronxy das neue günstige Netzteil ein, weil das Meanwell wird noch eine Weile dauern, bis das kommt. Das habe ich nicht gesehen, das kommt dummerweise direkt aus China. Ich probiere jetzt in diesem Video gerade meine Osmo wieder aus, weil jetzt funktioniert die App wieder. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob dann die Sprachqualität besser ist wie vorher oder eben nicht. Das Netzteil, das liegt schon hier. Mainboard ist schon wieder drinne. Ich hoffe halt, dass die Sicherung im Schalter noch ganz ist. Das habe ich nämlich total vergessen, über die Woche nachzugucken. Ja, falls das dann funktionieren sollte, dann wird es auf jeden Fall so sein, dass hinterher der Drucker wahrscheinlich dann wieder läuft. Was ja sehr zu wünschen wäre, weil dann kann ich hier und da noch mal ein paar Sachen drucken. Vor allen Dingen kann ich ein paar andere Sachen noch testen damit. Und dann hoffe ich mal, dass das dann halt funktioniert. Ja, dann würde ich sagen, lege ich euch mal kurz beiseite, packe mal aus, schraube das Netzteil schon mal rein und mache die Kabel dran. Dann zeige ich euch, wie die Kabel da dran kommen, falls ihr das auch mal wechseln müsst. Und danach baue ich das alles wieder zusammen und mache das hier halt in schrittweise Videos, weil ich habe jetzt hier kein Stativ im Moment. Das ist oben und habe auch für die Osmo sowieso kein Stativ. Das heißt, ich muss es dann halten, aber ich habe halt da die Möglichkeit und kann ja ein bisschen hin und her spielen hier, wie man sieht, und kann dann auch das Video dementsprechend dann auch verschieben und machen, ohne dass ich hier mit dem Handy rumwackeln muss wie so ein Weltmeister, weil die Osmo tut das schon ganz gut alles ausgleichen, also das sieht schon alles viel, viel besser aus. Es ist ein bisschen dunkel, ja, ich habe jetzt hier auch keine Lampe, mein Lämpchen, was ich habe, das ist leider auch nicht wirklich helle, da muss ich mir echt mal so eine Studiolampe besorgen, wo ich dann auch bei meinem Büro, wo ich dann die anderen Sachen immer mache, auch mal dann die Kamera anders stellen kann, dass ich das Display ein bisschen im Blick habe, dass nicht immer manchmal ihr aus dem Bild rauswandert. Aber naja gut, das wird sich alles mit der Zeit zeigen, weil ich habe halt so viel Equipment noch vom Filmen, von den Quad-Videos, wenn wir unterwegs waren. Da kam ja dann leider Corona, wie dann das so richtig losging, dass ich halt das Equipment hätte nutzen können. Daher mache ich jetzt halt verstärkt 3D-Videos. Das nur mal für euch so zur Info, damit ihr auch wisst, warum ich jetzt hier so komplett umgeschwenkt habe im Vergleich zu früher. Und ich wollte es halt ungern verkaufen. Ich wollte halt daraus noch was machen. Deswegen möchte ich halt auch auf dem YouTube-Kanal deutlich mehr machen, als es halt über die ganze Zeit dann war mit den 100 Followern, die ich halt immer so hatte. Mit ein bisschen PC-Gaming und ein bisschen hier und ein bisschen da. Das möchte ich halt schon pushen, weil es kostet halt auch alles einen Haufen Geld. Das ganze Kamera-Equipment und so war halt nicht günstig. Jo, dann würde ich sagen, baue ich jetzt erstmal das Netzteil ein. Das andere war jetzt halt so ein privater Einschnitt. Dann wisst ihr auch mal so ein bisschen mehr über mich. Irgendwann gibt es auch nochmal eine Firmentour, wo wir halt dann auch beim Laser vorbeischauen werden und auch sonstige Sachen in der Firma mal so ein bisschen angucken werden, wo ich so am Rumwurschteln bin. Ich muss halt nur immer gucken, dass wir dann nicht gerade irgendwelche Teile drauf haben, wo dann eigentlich nicht gezeigt werden darf oder wo Prototypen sind oder sonstige Sachen. Das darf halt nicht irgendwo in Umlauf kommen. Das muss ich dann halt vorher so ein bisschen abwägen, wann ich da den passenden Zeitpunkt erwische. Also nagelt mich da bitte nicht drauf fest und sagt in 2 Wochen, ja, hier, du hast ja gesagt, du wolltest uns mal eine Firmentour machen, dann zeig uns doch jetzt mal die Firma. Und deswegen, also irgendwann wird das auf jeden Fall auch noch passieren. So, dann mache ich jetzt mal das Netzteil aus der Kiste raus und zeige euch dann mal, was das überhaupt für eins ist, weil es ist jetzt ein relativ günstiges LED-Treiber-Netzteil mit 24 Volt. Es hat komischerweise genau die gleiche Bezeichnung wie das alte, aber hier waren Zettel dabei mit richtigen ISO-Zertifikat und sonstige Sachen. Also es muss von einer anderen Firma kommen, denn es ist auch ein hochwertiger Lüfter drin und es ist vor allen Dingen auch deutlich hochwertiger gefertigt, denn die Widerstände, die bei dem Originalnetzteil einfach auf dem Boden angelötet waren, habe ich hier jetzt durch den Lüfter durchleuchten mit der Lampe gesehen, dass die halt vom Boden weg sind, dass der Lüfter auch eine Kühlwirkung hat an den Dingern. Und ja, mal sehen, wie lange das dann hält, weil das Meanwell lege ich dann im Zweifel erstmal weg.
ich meine, wenn das Ding hier halt dann hochgeht, dann kommt halt das Meanwell rein. Aber wahrscheinlich ist es dann so, dass ich das Meanwell im Schrank liegen habe, weil wenn man Ersatz da hat, ist es ja immer so, dass dann nie was kaputt geht. Dann wird das wahrscheinlich noch die nächsten 5 Jahre hier liegen und in irgendeinen anderen Tronxy reinwandern, den ich vielleicht in der Zeit noch gekauft habe, aber nicht in den hier. Jo, dann bis gleich zum zweiten Teil. So, wie ihr jetzt sehen könnt, das Netzteil ist jetzt angeschlossen. Das wird jetzt gleich noch um 180 Grad gedreht und kommt dann in die Kiste rein. Es sieht jetzt dann halt so aus, dass oben auf der linken Seite hier, da sind die ganzen Kabel für 230 Volt und hier das sind die 2 Kabel, die dann abgehen für die 24 Volt Versorgung. Das Netzteil habe ich jetzt eingestellt auf 24,2, damit es halt 24 immer hat. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter und schauen mal, wie es dann hinterher aussieht. Irgendwie ist das Bild hier total unscharf. Naja, mal gucken. So hängt das Netzteil jetzt da drin. Das ist im Prinzip jetzt die Position, wie es dann halt drinne bleibt für den Druck. Also das ist dann die ursprüngliche Originalposition. Da mache ich dann jetzt den Deckel drauf und mache alles zu und verschraube das alles noch komplett. Und dann versuchen wir gleich mal den Drucker zu starten und dann sehen wir mal, wie das Netzteil dann aussieht, weil der Lüfter war schon mal total leise im Vergleich zu dem anderen. Der war vom Anfang an sehr laut und hat immer gebrummt, also jetzt nicht dieses Quietschbrummen, sondern das war halt ein sehr hoher, von der Drehzahl her sehr hoher Lüfter. Und das ist hier gar nicht der Fall, also der macht fast gar keine Geräusche. Gut, ich meine, das Netzteil hier hat auch schon fast 2/3 von dem gekostet, was das Meanwell kostet. Also es hat 57 € gekostet. Das ist halt jetzt kein absolutes Billigteil von AliExpress. Und deswegen sollte das auch eigentlich besser funktionieren. Aber wie gesagt, wir warten es mal ab. So, dann mache ich jetzt zu und dann zeige ich euch gleich noch, wie das dann fertig aussieht. So, jetzt ist alles wieder zusammen. Ich habe auch schon Strom auf dem Drucker, aber den Start wollte ich jetzt eigentlich ganz gerne mit euch zusammen machen, weil es sieht jetzt so aus, dass alles zusammen ist und ich habe die Sicherung gerade noch mal schnell durchgemessen, die war nicht durch. Das heißt, das Netzteil hat gebrannt, die Sicherung im Netzteil ist ganz und die Sicherung im Stecker ist auch ganz. Das kann man jetzt halt sehen, wie man möchte, aber ich habe erstmal gerade ein bisschen geschluckt dabei, weil das hätte ja dann noch lange weiter kugeln können, wenn das halt nicht so direkt jetzt kaputt gegangen wäre. Gut. So, dann würde ich sagen, Schalter, wo bist du? Energie. Das läuft, glaube ich, alles. Ja, sieht gut aus. Ich tippe jetzt mal irgendwo drauf. Ja, funktioniert alles. Das Bild ist echt unscharf. Keine Ahnung. Also irgendwie muss ich dann wohl oder übel wahrscheinlich wieder mit dem Handy filmen. Das klappt, glaube ich, besser. Obwohl ich hier halt das bessere Mikrofon dran habe und das Ganze halt überwachen kann dabei. So. Ja, dann würde ich sagen, sieht das ganz gut aus. Ich werde jetzt gerade noch mal versuchen, eine Achse zu starten, damit der Lüfter unten startet. Ja, der Lüfter startet, das funktioniert. Tadellos. Dass da jetzt eine Luft durchgeht. Im Vergleich zu vorher und man hört den gar nicht. Das, was man jetzt hört, ist der Lüfter vom Netzteil, so ein bisschen. Aber selbst der ist ein ganz anderes Kaliber wie der Originale. Weil der zweite, den ich drinne hatte, der war nämlich auch original von Tronxy. Den habe ich aus dem Kreuz geleiert. Aber ja,
Das ist ja der Witz der Woche. Das ist ja wie ein ganz anderer Drucker. Ja, dann werde ich das Teil jetzt gleich mal wieder richtig hinstellen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr nichts.